Jeder große Weg beginnt mit einem kleinen Schritt. Meistens ist er unscheinbar. Kein Applaus, keine Kameras, nur du und eine Entscheidung, die niemand außer dir hören wird. Die Realität fühlt sich manchmal kalt an, wie ein Wind, der dir ins Gesicht bläst. Viele sehen in ihr einen Feind, zu wenig Zeit, zu wenig Geld, zu viele Verpflichtungen. Doch die Realität ist kein Gegner, sie ist der Boden, auf dem du stehen kannst. Sie ist der Startpunkt, nicht die Strafe. Stell dir einen Architekten vor, der vom höchsten Turm der Stadt träumt. Er beginnt nicht beim Penthouse, er beginnt mit Bohrungen, mit Messungen, mit Erdarbeiten. Er beginnt mit dem Fundament. Genau so baust du dein Leben, nicht mit Fantasien, sondern mit einem tragfähigen Fundament, das aus Wahrheit, Akzeptanz und Mut besteht. Mut bedeutet hier nicht, keine Angst zu haben. Mut bedeutet, trotz Angst zu handeln. Viele warten auf den Tag, an dem sie sich bereit fühlen. Doch dieser Tag kommt selten. Bereit wirst du durchs Tun, nicht durch Warten. Du wirst nicht bereit geboren, du wirst bereit durch Entscheidungen, durch Fehler, durch das Zurückkehren nach einem Rückschlag. Halte kurz inne und frage dich, was ist heute wahr? Was kann ich heute tun? Was ist mein nächster ehrlicher Schritt? Klarheit ist kein Luxus, sie ist ein Werkzeug. Ohne Klarheit verzettelt sich selbst die größte Energie. Mit Klarheit wird ein durchschnittlicher Tag zum Meilenstein. Klarheit entsteht, wenn du aufhörst, dich zu verstecken, hinter irgendwann, hinter vielleicht, hinter wenn XY passiert. Klarheit ist ein Lichtschalter in einem dunklen Raum. Erst wenn er an ist, siehst du, wohin du trittst. Setz dich hin und schreibe, was will ich, warum, bis wann, mach es konkret. Ich will fitter sein ist vage. Ich laufe 3-mal pro Woche 30 Minuten und notiere meine Zeit ist klar. Dein Gehirn liebt Spezifizität. Vage Ziele erzeugen vage Handlungen. Klare Ziele erzeugen konkrete Schritte. Ein Bergsteiger, der am Fuß des Gipfels steht, lässt sich nicht vom ganzen Berg erschlagen. Er sucht den nächsten Griff, den nächsten Tritt. So funktioniert Fortschritt, Schritt für Schritt, Griff für Griff. Klarheit bedeutet auch, Nein zu sagen, zu allem, was nicht mit deinem Ziel zusammenpasst. Jedes Nein ist ein Ja zu dir selbst. Frag dich täglich, was sind die 3 wichtigsten Dinge, die mich heute wirklich voranbringen? Was lenkt mich ab, obwohl es produktiv wirkt? Woran würde mein zukünftiges Ich erkennen, dass ich heute klar war? Die Entscheidung ist die Brücke zwischen Idee und Realität. Ohne Entscheidung bleiben Träume Luftschlösser. Mit einer Entscheidung erhalten sie Gewicht. Viele warten auf Motivation, bevor sie handeln. Doch Motivation ist eine Folge von Handlung. Du bewegst dich zuerst, die Motivation folgt dir, nicht umgekehrt. Eine Entscheidung ist ein Vertrag mit dir selbst. Ein stilles Versprechen. Ich erscheine, auch an Tagen, an denen es schwer ist. Jedes Mal, wenn du dieses Versprechen einhältst, wächst dein Selbstvertrauen. Vertrauen ist ein Konto, das du mit kleinen Einzahlungen füllst. Pünktlich erscheinen, ein Kapitel lesen, die Laufeinheit nicht auslassen, den Anruf doch machen. Fehler gehören dazu. Versagen ist Feedback. Wenn ein Kompass ausschlägt, schimpfst du nicht über den Norden, du passt deinen Kurs an. So gehst du mit Fehlern um, lernen, justieren, weitergehen. Unterscheide zwischen Interesse und Verpflichtung.
Interesse sagt, wenn es passt. Verpflichtung sagt, ich mache es passend. Dein Leben verändert sich, wenn du den Übergang vom Interessierten zum Verpflichteten schaffst. Viele glauben, Disziplin sei ein Gefängnis. Die Wahrheit ist das Gegenteil. Disziplin ist die Tür zur Freiheit. Ein untrainierter Geist ist wie ein wildes Pferd, kraftvoll, aber unberechenbar. Ein trainierter Geist ist wie ein verlässlicher Begleiter, der dich bergauf trägt. Stell dir Wasser vor, das sich seinen Weg bahnt. Frei fließend kann es zerstören, kanalisiert kann es Städte erleuchten. Disziplin kanalisiert deine Kräfte, nicht um dich zu fesseln, sondern um dich zu fokussieren. Beginne mit kleinen Gewohnheiten. 2 Minuten Fokus am Morgen ohne Bildschirm, nur atmen, ausrichten, Agenda festlegen. Ein klares Ergebnis vor Mittag, das Wichtigste des Tages erledigt, bevor der Tag dich erledigt. Abendreview, 3 Zeilen. Was lief gut? Was habe ich gelernt? Was ist mein erster Schritt morgen? Diese Mikroschritte wirken unscheinbar, doch sie bauen eine Treppe. Heute eine Stufe, morgen eine weitere, und plötzlich stehst du höher, als du dachtest. Disziplin ist die Sprache, die dein zukünftiges Ich versteht. Jede eingehaltene Zusage ist eine Nachricht an morgen. Du kannst auf mich zählen. Und genau dieses Vertrauen in dich selbst ist der Motor, der dich durch Flauten trägt. Mentale Meisterschaft heißt nicht, nie wieder negative Gedanken zu haben. Sie heißt, zu wählen, welchen Gedanken du folgst. Dein Geist ist ein Garten. Samen fallen ständig hinein, manche als Blumen, manche als Unkraut. Du kannst den Wind nicht stoppen, aber du kannst entscheiden, was du gießt. 3 Ebenen der Meisterschaft: Bewusstsein, bemerken, was du denkst. Wahl, entscheiden, wem du Aufmerksamkeit gibst. Richtung, bestimmen, wohin die Energie fließt. Werde Beobachter. Wenn ein Gedanke auftaucht, das schaffst du nicht, benenne ihn. Das ist ein Zweifel. Allein das Benennen schafft Abstand. In diesem Abstand liegt die Wahl. Fütterst du den Zweifel oder fütterst du den Mut? Stell dir dein Denken wie ein Orchester vor. Ohne Dirigat spielt jeder, wann er will. Lärm. Mit Dirigat entsteht Harmonie. Du bist der Dirigent. Du setzt Einsätze. Fokus jetzt. Ruhe jetzt. Kreativität jetzt. Das ist trainierbar. So wie Muskeln wachsen, wächst auch die Fähigkeit, den inneren Takt zu halten. Typische mentale Fallen und Gegenmittel. Alles oder nichts denken ersetze durch besser als gestern. Katastrophisieren, Frage, was ist real? Was ist nur Geschichte in meinem Kopf? Vergleich, erinnere, andere sind keine Maßstäbe, mein Maßstab ist mein Wachstum. Übe Mini-Interventionen. Ein Atemzug vor jeder Antwort. 3 Sekunden Stille vor jeder Entscheidung. Ein kurzer Check, dient mir dieser Gedanke? Diese Mikropausen sind Bremsspuren, die dich vor impulsiven Reaktionen schützen. Willenskraft ist begrenzt. Systeme entlasten sie. Wenn du jedes Mal neu entscheiden musst, verlierst du Energie. Wenn das System entscheidet, gewinnst du Tempo. Beispiele für Systeme: Zeitblöcke. Jeden Tag zur selben Uhrzeit lernen oder trainieren. Der Kalender entscheidet, nicht deine Laune. Umgebung. Das, was du willst, leicht erreichbar. Das, was du vermeiden willst, schwer erreichbar. Auslöser, Routine, Belohnung. Definierte Ketten, die gutes Verhalten automatisch starten. Mach aus deinen Zielen Termine.
Trage Fortschritt sichtbar ein. Kästchen abhaken, Striche sammeln, Ketten nicht reißen lassen. Das Gehirn liebt sichtbare Belohnungen. Gib ihm welche, aber so, dass sie dich weiter motivieren, nicht ablenken. Dein Geist wohnt in deinem Körper. Ohne Energie wird selbst die beste Strategie zäh. Achte auf die Basics: Schlaf, Ernährung, Bewegung, Licht. Das ist nicht banal, das ist Basistechnologie deiner Leistungsfähigkeit. Schlaf, gleiche Zu-Bett-Geh-Zeit, gleiche Aufstehzeit. Ernährung, weniger Zufall, mehr Planung. Trinke Wasser, bevor du Kaffee trinkst. Bewegung, kurze Aktivierung vor kognitiv schweren Aufgaben, 5 Minuten reichen. Licht und Natur, Tageslicht am Morgen, ein paar Minuten Himmel, ein bisschen Grün, dein Nervensystem dankt es dir. Rituale sind Anker. Ein Glas Wasser, ein tiefer Atemzug, ein Satz wie „Jetzt beginnt die Arbeit“. Simpel, aber wirksam. So signalisierst du deinem Gehirn Fokus an und abends runterfahren. Rückschläge sind keine Ausnahmen, sie sind der Normalfall jeder Reise, die zählt. Die Frage ist nicht, ob du fällst, sondern wie schnell du wieder aufstehst und was du dabei lernst. Erstelle einen Rückfallplan. Wenn ich eine Einheit verpasse, am nächsten Tag normal weitermachen, keine Paniküberkompensation. Wenn eine Woche schief geht, Mini-Reset am Sonntag, 20 Minuten Planung, 10 Minuten Ordnung, 5 Minuten Bewegung. Wenn Zweifel laut werden, eine Person kontaktieren, die mich an mein Warum erinnert. Sprich mit dir wie mit einem Freund, klar, ehrlich, aber respektvoll. Härte baut selten langfristige Stärke auf, freundliche Konsequenz schon. Ohne Bedeutung wird Erfolg hohl. Frage dich, wofür mache ich das? Wer profitiert, wenn ich wachse? Wenn dein Ziel nur dir dient, ist der Treibstoff begrenzt. Wenn dein Ziel größer ist als du, trägt es dich über müde Tage. Formuliere dein Warum in einem Satz, der dich berührt. Hänge ihn dort auf, wo du ihn täglich siehst. Lies ihn laut, besonders an schwierigen Morgen. Bedeutung ist kein Luxus, sie ist die Energiequelle, die Willenskraft ersetzt, wenn diese leer ist. Ein Neuanfang ist kein Datum im Kalender, er ist eine Entscheidung im Jetzt. Vielleicht hast du jahrelang gegen dich selbst argumentiert. Ab heute argumentierst du für dich. Sprich es aus. Ich entscheide mich, meine Gedanken zu lenken. Ich entscheide mich, zu üben. Ich entscheide mich, zu wachsen. Das ist deine Erklärung der mentalen Unabhängigkeit. Kein lauter Schwur, sondern eine stille, wiederholte Wahl. Erwarte nicht Perfektion. Erwarte Präsenz. Erwarte Rückkehr. Wenn du fällst, atme, richte dich auf, mache den nächsten richtigen Schritt. So werden aus Tagen Ketten, aus Ketten Gewohnheiten, aus Gewohnheiten Identität. Dein Leben ist kein Zufall, es ist eine Sammlung von Entscheidungen. Heute fügst du eine hinzu, die Entscheidung, dir zu vertrauen und dran zu bleiben. Wenn dich diese Worte bewegt haben, lass sie nicht versickern. Schreibe jetzt den nächsten Schritt auf. Blocke die Zeit, informiere jemanden, setze ein Zeichen für dich selbst. Abonniere den Kanal, gib dem Video ein Like und teile es mit jemandem, der genau heute eine Erinnerung braucht, dass Veränderung möglich ist, nicht irgendwann, jetzt. Worte sind Samen. Die Ernte kommt, wenn du handelst. Geh los, Schritt für Schritt, Griff für Griff, Atemzug für Atemzug. Die Realität ist nicht dein Feind, sie ist dein Ausgangspunkt. Und du bist bereit.